Ja, liebe Pico-Freunde, herzlich willkommen. Heute eine neue Folge von Pico kurz und kompakt, fröhlich erklärt. Ja, Wortspiel lassen wir jetzt heute weg, die Erklärung haben wir ja schon mehrfach gebracht. Und nachdem wir die letzten Folgen uns mit H0 beschäftigt haben, heute kommen wir eher zu einer kleineren Größe, zu TT. Und man sieht es sofort, ich bin diesmal nicht in der Spiellust in Sonneberg, sondern wir haben die Location geändert. Wir sind heute im Schauplatz Eisenbahn und ich freue mich sehr, heute mit sehr großer Begeisterung den Herrn Dr. Noack begrüßen zu dürfen. Der ist Museumsleiter hier und wir stehen vor der T93. Wir feiern heute zusammen Rollout von der T93. Und Herr Dr. Noack, können Sie ein paar Worte zum Vorbild einfach zu dieser Lokomotive erzählen, bitte? Ja, die T93 ist ein preußisches Fahrzeug, die ab 1900 in einer Stückzahl von etwa 2000 Exemplaren gebaut worden ist. Dieses Fahrzeug speziell ist 1912 bei Jungen in Jungenthal gebaut worden. War dann über viele Jahre in der Region Siegen, also sprich in der Nähe ihres Geburtsortes unterwegs, ist 1920, 21 im Rahmen des Versailler Vertrages und der damit verbundenen Reparationsleistungen an die PKP, sprich also die polnische Staatsbahn, abgegeben worden, wo sie dann bis 1939 etwa im BW Warschau West stationiert war. Danach erhielt sie auf jeden Fall erstmal ihre Reichsbahnnummer, die Sie hier heute sehen, 91896. Diese Nummer war dann ihr zugeteilt worden. Sie war dann für die Generaldirektion der Ostbahn unterwegs und am Ende des Zweiten Weltkriegs war sie vermutlich im Bereich der sowjetischen Besatzungszone. Deshalb ist sie dann auch in der sowjetischen Besatzungszone verblieben, war 2 Jahre in Hoyerswerda stationiert, ging dann nach Pasewalk, von Pasewalk nach Eberswalde auf die Anschlussbahn des Reichsbahn-Ausbesserungswerkes, war dort als Verschub- und Rangierlokomotive dort beheimatet, bevor sie dann an die Hafenbahn in Torgau abgegeben worden ist. Überlebt hat sie dadurch, dass sie zum Ende ihrer aktiven Dienstzeit den Dresdner Verkehrsbetrieben übergeben worden ist gegen die entsprechende Menge Schrott. Dort konnte sie erhalten, aufgearbeitet werden, bevor sie dann viele Jahre auf dem Sockel in Dresden-Friedrichstadt vor dem Bahnbetriebswerk Dresden-Friedrichstadt auf dem Denkmalsockel stand, bevor sie dann hier nach Hilbersdorf etwa 2009 überführt wurde. Also schon ein sehr bewegtes Leben, was die Dampflokomotive da hinter sich hat. Hat ja verschiedene Epochen wirklich erlebt. Und was ich immer wieder ganz interessant finde, ist eben auch das Bestreben in der ehemaligen DDR, wirklich auch Werte zu erhalten. Also es ist nicht sofort alles verschrottet worden, sondern man hat geschaut, wo kann man solche Fahrzeuge weiterhin einsetzen. Und ich glaube in Torgau, da war es ja wirklich noch ein paar Jahre im Einsatz, da hatte ich schon sehr gute Dienste bewältigen können. Ja, in Torgau war sie tatsächlich 16 Jahre auf der Anschlussbahn im Einsatz, ist am Ende dann tatsächlich dem Einsatz von Diesellokomotiven zum Opfer gefallen, sage ich mal. Danach sind dann eben viele von den Dampflokomotiven auch auf verschiedenen Anschlussbahnen in der DDR auch zurückgenommen worden, stillgelegt worden. Viele von ihnen sind durch den Brenner gegangen. Dieses Schicksal ist diesem Fahrzeug erspart geblieben. Ja, wunderbar. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir das Modell oder beziehungsweise Vorbild ja haben. Das ist ja ein Vorbild, was wir auch wirklich genommen haben als Vorbild für unsere Lokomotive, haben sehr viel ausmessen dürfen an der Lokomotive. Nichtsdestotrotz haben wir eine andere Lokomotivnummer. Wir haben die 697 gewählt. Einfach aus den Gründen, die Lokomotive hier ist ja im Grunde genommen so ein bisschen Patchwork, Familie dann später geworden. Und wir haben gesagt, wir möchten ganz gerne eine Lokomotive nachbilden, wie sie vorher auch wirklich als preußische T93 auf den Gleisen war. Aber wir haben natürlich die wesentlichen Elemente übernommen. Natürlich die Triebwerksbeleuchtung ist ein sehr, sehr schönes Element hier. Und ich glaube, da haben Sie ja auch im Nachhinein die Lokomotive noch sehr gut bearbeitet und auch neue Kabel und alles gezogen, um sowas den Kunden anbieten zu können. Darüber hinaus, was man wirklich sehr, sehr schön sieht hier, ist der Durchblick beim Rahmen. Auch das ist was ganz Besonderes, finde ich immer wieder. Die Lokomotiven sind sehr schwere, große, beeindruckende Fahrzeuge. Nichtsdestotrotz haben sie manchmal so ein bisschen eine Leichtfüßigkeit. Und das ist sowieso jetzt hier eine sehr hochhackige Lokomotive, wo man wirklich sehr schön durchschauen kann. Und das ist natürlich ein Element, was wir auch bei unserem Modell umgesetzt haben. Das heißt, trotz Antrieb und trotz feinem Gestänge und den Speichenrädern kann man von der Seite durchschauen und hat wirklich den schönen Durchblick beim Rahmen. Beim Modell selber haben wir natürlich dann wirklich auch geschaut, was müssen wir umsetzen, was ist wirklich besonders typisch für die Lokomotive, wie zum Beispiel der Erdseiten, der Kohlekastenaufsatz war sehr, sehr typisch. Und wir haben darüber hinaus natürlich auch
feine Sachen wie die Speichenräder. Wir haben die Windabweiser, wo ich nachher noch mal kurz darauf hinweisen werde. Und wir haben einfach versucht, maximal umzusetzen von der Lokomotive. Und wir freuen einfach riesig, dass wir mit Ihnen so einen tollen Partner hier haben, bei dem wir auch wirklich das Vorbild anschauen konnten. Und wir gehen jetzt einfach mal ein paar Schritte weiter. Wir machen einen ganz kleinen Cut hier und von der anderen Seite schauen wir jetzt noch mal, wie die Lokomotive von vorn aussieht. Wir sehen hier natürlich die Speichenräder, sehr, sehr fein, was wir auch im Modell entsprechend umgesetzt haben. Auch die Steuerung. Es ist immer wieder faszinierend, so eine Steuerung anzuschauen, auch beim Vorbild. Da ist wirklich im eigentlichen Sinn Leben dahinter. Und wir haben natürlich auch hier alle Elemente im Modell umgesetzt, bis hin zylinderfein gestaltet. Und wir gehen einfach mal noch ein paar Schritte am Modell entlang. Hier haben wir unseren Vorlaufradsatz mit den feinen Speichen. Wir haben den Druckkessel unten und natürlich auch die Federpakete bis oben hin, die Lichtmaschine, die wir natürlich auch entsprechend am Modell umgesetzt haben. Und es ist einfach toll, wenn man jetzt hier nebendran steht und vergleicht unser Modell mit der großen Maschine und sieht einfach alle wesentlichen Details umgesetzt. Wir haben auch sehr viele Features eingebaut. Triebwerksbeleuchtung hatte ich ja schon genannt, aber natürlich auch die Führerstandsbeleuchtung. Es sind sehr, sehr viele Sounddateien umgesetzt worden. Und das ist einfach ein herrliches Bild, hier heute zusammenzustehen und vor Publikum diese Lokomotive präsentieren zu können. Wesentliche Elemente sind natürlich die Windabweiser. Wir haben das Führerhaus nach DR-Bauart umgesetzt. Insgesamt, wir haben vorne dran noch mehrere Modelle, die unser Kamerakind, sage ich jetzt mal, der Tristan heute noch filmen kann. Die werden wir sicherlich noch mit einbauen. Unsere 3 Loks, die vor der großen Vorbildmaschine ihre Runde drehen. Und wenn Sie da Fragen haben zum Modell, bitte stellen Sie die. Und es macht einfach Spaß hier. Ja, Herr Dr. Noack, das war total klasse, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Ist auch für mich ein bisschen Premiere, dass wir das mit Publikum zusammen gemacht haben. Aber Atmosphäre hier ist wirklich grandios. Das macht total Spaß. Wir haben ein super Wetter auch noch heute. Und ich finde es einfach ganz, ganz toll, dass wir das mit Ihnen zusammen feiern durften. Und Herr Dr. Noack, vielleicht möchten Sie auch noch ein paar Worte dazu sagen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie uns Besucher mitgebracht haben. Und ich freue mich natürlich, wenn auf diesem Weg auch viele Eisenbahn-Modellbahn-Enthusiasten auf uns aufmerksam werden und uns besuchen und unsere Originale besichtigen werden. Dankeschön. Ja, das Modell ist jetzt bald lieferbar. Freue mich da sehr drauf. Ist ein super Modell geworden. Wenn Ihnen das jetzt Spaß gemacht hat, dann lassen Sie gerne ein Like da oder abonnieren Sie unseren Kanal. Wir freuen uns immer wieder. Wir freuen uns auch auf Ihr Feedback. Das haben wir bei den anderen Beiträgen auch immer wieder wirklich gewissenhaft beantwortet. Also auch wenn Fragen entstehen, bitte stellen Sie die uns. Und wir freuen uns einfach, dass wir mit Ihnen so in Interaktion treten können. Und ich wünsche Ihnen einfach jetzt einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim Tag der offenen Tür in Sonneberg. Ist ja bald. Und bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.